In den letzten Monaten hatten wir mit dem Autopiloten immer wieder Schwierigkeiten. Das will ich heute beheben. Ich habe heute von Nautinect den neuen Autopiloten bekommen, besser gesagt das Steuergerät. Und das soll mit allen Autopiloten zusammenarbeiten. So schreibt er es auf seiner Internetseite. Ich bin sehr gespannt und werde das heute installieren. Das Problem, Autopilot kaputt, kann immer verschiedene Gründe haben. Bei mir war es tatsächlich der Kurscomputer. Der Motor und der Ruderlagengeber waren noch in Ordnung. Die mussten also nicht getauscht werden. Ich brauchte nur das Steuergerät. Bis ich das Steuergerät gefunden habe, war es eine Odyssee. Der erste Schritt war, dass mich Mike angeschrieben hat auf ein Video, wo ich versucht habe, den alten Autohelm zu reparieren. Und Mike sagte mir, ich habe denselben Autopiloten gehabt. Das macht keinen Sinn. Versuch lieber, das mit Raspberry Pi aufzusetzen. Das finde ich eine super Idee. Mike, vielen Dank an der Stelle. Ich wollte eine schnellere Lösung. Ich habe dann auf der Boot rumgefragt, weil Peter von Nautinect selbst einen Autopiloten entwickelt. Wichtig war mir, mein Autopilot nimmt bis zu 20 Ampere auf. Der kann sogar bis zu 30 Ampere aufnehmen. Der eine oder andere hat bestimmt schon beobachtet, wie ich versucht habe, den Autopilot und das Steuergerät davon zu reparieren. Das hier ist der alte Autohelm. ST6000 und ich habe mir jetzt hier mal Zettelchen dran gemacht. Das hier ist zum Beispiel die Kupplung. Da ist eine Stromversorgung. Das scheint eine andere Stromversorgung zu sein als die von dieser Box. Ich werde nicht brauchen den Fluxgate, das Bedienteil und diese Stromversorgung, aber ich werde brauchen die Kupplung, den Ruderlagensensor. Auf der anderen Seite haben wir noch die Stromversorgung für den Motor und wir haben hier hinten den Power Supply. Ich denke, ich werde den Power Supply nehmen, weil der die dickeren Kabel hat. Es gab hier hinten übrigens noch eine Lüsterklemmenleiste, die auch dann entfallen kann. Dieses Kabel kommt hier hinten wieder an auf dieser Lüsterklemme und was auch noch ankommt, ist die Kupplung. Das heißt, das kann ich vereinfachen. Bevor ich jetzt rangehe, messe ich nochmal. Wir haben hier noch 14,6 Volt drauf. Ich mache mal die Sicherung aus. Nochmal, noch 2 Millivolt. Okay, also nur noch ein Kriechstrom. Das ist jetzt in Ordnung. Und das gleiche habe ich hier an der Stromversorgung gemacht. Und da drin ist der neue Autopilot. Eine Seite Installationsanleitung. Oder das Steuergerät des Autopiloten. Hier die Fernbedienung dafür. Eine Dichtschnur und die Kabeldurchführungen und so ein praktisches Schlüsselband für die Fernbedienung, damit die nicht verloren geht. Das Kästchen hat gar nicht so viele Anschlüsse und sollte sich eigentlich sehr einfach installieren lassen. AB, Power, Minus und Plus, die Sicherung, Klatsch, also Kupplung. Dort haben wir Ruderlagensensor und hier hinten haben wir NMEA 2000 und 0183. Und wir haben hier GPS und einen Buzzer. Und sehr klein, muss ich sagen. Im Vergleich dazu, das ist die Technik von 1990 aus 2026. Also nicht mal ein Drittel davon. Verschiedene Werkzeuge, die ich in diesem Video verwende, habe ich dir unter dem Video verlinkt. Das sind Amazon-Links. Wenn du darüber gehst, bekomme ich eine kleine Provision. Hier oben sieht es jetzt erstaunlich leer, aber gleichzeitig erstaunlich chaotisch aus. Da hinten haben wir die Kabel von diesem Motor hier vom Autopiloten. Ich habe das Steuergerät von Nautinect in mein bestehendes System integriert und zwar ersetzt habe ich das Steuergerät ST6000 von Autohelm. Was drin geblieben ist, ist der Radialantrieb von Autohelm, genauso wie der Ruderlagensensor und das ist alles gleich geblieben. Das heißt, du kannst dieses Steuergerät in dein bestehendes System integrieren. Das arbeitet mit allen Systemen zusammen. Jetzt liegt es an mir, das alles wieder richtig zusammenzufummeln. Wünscht mir Glück. Ich habe jetzt beim Nautinect erstmal die Hauptstromversorgung aufgelegt, dann die Stromversorgung für den Antrieb und das sind die Steuerkabel. Klatsch steht hier, das ist die Kupplung. Was jetzt noch fehlt, ist Ruderlagensensor und NMEA 2000 bzw. 0183 und getestet habe ich ihn, also er läuft an mit diesen, nur mit diesen 3 Kabeln kann ja der Antrieb, der hier unten liegt, auch schon anlaufen. Das habe ich gesteuert über die App. Als ich das aufgemacht habe, hatte ich den Eindruck, als wenn ein Schwein ins Uhrwerk guckt. Jede Menge Kabel, jede Menge alte Geräte, alles hing irgendwie zusammen und war über die Jahrzehnte gewachsen und natürlich war nichts beschriftet. Und ich habe erst den Fehler gemacht, dass ich versucht habe zu verstehen, was alles ist. Das macht vielleicht schon Sinn, aber hat mich nicht weitergeführt. Denn eigentlich ist es ganz einfach. Der Nautinect braucht genau 6 Anschlüsse und die musst du einfach nur suchen und zusammenführen. Er braucht zum einen Strom. Den hat er hier schon abgesichert auf dem Panel. Das Kabel war dick genug, das habe ich weiterverwendet. Zweitens, Stromversorgung für den Antrieb selber. Das ist bei mir dieser Railmarine Type 2 Radialantrieb. Das sind also hier
diese zwei Kabel, die hier rausführen. Und dann ebenfalls hier von dem Antrieb noch die Steuerkabel. Die Steuerkabel steuern die Kupplung. Und das ist hier schon mal verkabelt. Jetzt fehlen aber noch 3 Anschlüsse, wer aufgepasst hat. Das ist nämlich noch Ruderlagengeber. Das sind hier diese 4 Kabelchen. Die werde ich heute noch auflegen. Und was auch noch fehlt, NMEA. Ich werde jetzt erstmal, damit es funktioniert, 0183 auflegen und später es richtig machen mit NMEA 2000. Das Steuergerät von Nautinext ist einfach zu installieren. Wenn du alle 6 Kabel bereitgelegt hast und die auch in der richtigen Länge sind, dann geht das Auflegen tatsächlich innerhalb von 20 Minuten. Bei mir hat es etwas länger gedauert, weil ich erstmal die Kabel zurechtsuchen, beschriften musste und teilweise auch verlängern musste. Das ist bei mir noch NMEA 0183, steht hier unten auch dran. Hier ist der Ruderlagensensor. Hier haben wir die Kupplung vom Motor. Hier haben wir die Hauptstromversorgung und hier die Stromversorgung des Motors. Mehr ist das gar nicht. Bei mir haben wir jetzt 20 Ampere Sicherung noch mit drin. Für mich hat sich immer bewährt, die Sachen erstmal zu testen, bevor ich sie final zusammenbaue. Was ich hier noch machen musste, ich musste hier noch ein zusätzliches Loch bohren, weil mein Stromversorgungskabel so stark ist, dass die ersten 2 Durchführungen schon belegt sind. Das kann Nautinext natürlich nicht wissen, dass meine Kabel so stark dimensioniert sind. Also soweit ist es jetzt hier fertig verkabelt. Und was dann noch fehlt, ist die App. Da wird der Computer dann konfiguriert und eingerichtet. Also ganz einfach. Die App herunterladen. Es dauert ein paar Sekunden, dann ist sie schon da und ich kann sie mit einem Klick starten. Es gibt verschiedene Zustimmungen zu machen und dann ist der Autopilot auch schon verbunden. Das sieht man oben links in der Ecke, wenn dort steht Connected. Ja, und ich kann testen. Die erste Quittierung ist schon da und ich kann anschalten. Wir hören, dass der Motor arbeitet. Und ich mache hier nochmal einen erneuten Test und gebe mal ein paar Befehle ein, um zu sehen, ob er korrekt nach links und rechts dreht. Also es funktioniert alles und damit kann ich mich daran machen, den Motor final einzubauen, dorthin, wo er hingehört. Der radiale Antrieb sitzt oberhalb der Kitchenette und er ist nur mit 2 Bolzen gehalten. Hier muss noch die Kette aufgelegt werden. Dann muss die Spannung grob eingestellt werden und die Bolzen gesetzt werden. Sobald die Bolzen halb warm angezogen sind, kann dann die Spannung eingestellt werden. Ein kleiner Durchhang in der Kette ist erwünscht. Es sollte aber möglichst wenig sein, damit der Autopilot nicht so viel hin und her arbeiten muss, bevor er den Punkt hat, an dem er wirklich steuern kann. Das Sicherungspanel wird wieder eingesetzt, die letzten Schrauben eingedreht und ein erneuter Funktionstest. Er quittiert wieder mit einem Ton, dass er bereit ist. Und ich teste noch ein letztes Mal, bevor ich die Kabel final wegräume. Es funktioniert. Bevor es raus aufs Wasser geht, gibt es ein paar letzte Einstellungen zu machen. Autopiloten und schauen, ob er verbunden ist. Das sieht man hier oben. Dann gehen wir in die Settings. Wir müssen jetzt einmal den Ruderlagensensor einstellen. Das findet man über Rudder Settings. Erstmal den Winkel einstellen und dann müssten wir das Ruder einmal komplett nach links drehen, wieder 2-3 Grad zurück, dass es nicht am harten Anschlag ansteht und dann drücken wir auf Set Left. Dann machen wir das in der Mitte, drücken auf Set Center, dann stellen wir nach ganz rechts, drehen wieder 1 bis 2 Grad zurück, dass er nicht mehr hart angeschlagen ist, stellen auf Set Right. Dann weiß der Autopilot, wie das Ruder tatsächlich im Wasser steht. Ich habe jetzt gerade die Marina verlassen, hinter mir liegt die Mole. Und werde mich gleich mal dran machen, den Autopiloten zu kalibrieren. Vorher wollen wir ihn aber das erste Mal starten. Bin sehr gespannt. Der Autopilot lässt sich über 2 Möglichkeiten steuern. Einmal über die App. Ich mache ihn mal an. Also der Autopilot ist jetzt noch nicht kalibriert, ne? Er ist im Werkszustand. Er macht natürlich noch relativ starke Ausschläge im Moment, weil er ja noch nicht kalibriert ist und weil wir auch eine relativ starke Welle haben, also seitliche Welle. Also er läuft ja gerade. Wir haben jetzt hier noch die zweite Möglichkeit mit der Fernsteuerung. Lang drücken auf +1. So, und er ist wieder an und steuert auch wieder. 2 Möglichkeiten funktionieren schon mal sehr gut. Und außerdem interessiert mich,
welche Erfahrungen du mit deinem Autopiloten gemacht hast. Denkst du über einen Austausch nach? Hast du vielleicht sogar ein anderes Austauschgerät und wie sind deine Erfahrungen damit? Schreib es in die Kommentare. Was wir dann noch machen müssen, ist Kompass und Gyro. Ein Punkt darunter. Ich schlage ihn also schon mal stark nach rechts ein und gehe dann hier unten auf Settings, Kompass und Gyro und sage Calibrate Kompass. Dann kommt die Frage, ob ich einen Full Circle mache und ich sage ja. Und jetzt sieht man hier unten den Fortschrittsbalken. Wichtig ist, dass man zuerst das Gyroskop einstellt und danach erst die Kompasskalibrierung. Es gibt ein Handbuch auf der Seite von Nautinext. Das hat mir leider gefehlt, deswegen war mir nicht klar, in welcher Reihenfolge ich die Einstellungen vornehmen sollte in der App. Peter hat mich aber dann da durchgelotst und dann war das wirklich sehr schnell eingestellt. Mit den ersten Tests bin ich ganz zufrieden. War davon ausgegangen, dass er den Kompasskurs dann selbst richtig ermittelt. Das ist einen vollen Kreis gefahren und habe festgestellt, dass er danach immer noch den falschen Kurs hat, den er auch schon vorher hatte. Was vielleicht noch anzumerken ist, das Gerät ist eine relativ frühe Serie. Es wird noch viel entwickelt. Das heißt nicht, dass er nicht funktioniert. Er funktioniert sehr gut sogar. Aber das bedeutet, dass noch Updates kommen, dass das Bedienungshandbuch noch nicht an der richtigen Stelle liegt und nicht so leicht zugänglich ist. Ich kann dir aber versprechen, Peter von Nautinext ist super schnell in der Unterstützung. In der Hitze des Schraubens und Einstellen sind mir verschiedene Sachen durchgerutscht, deswegen reiche ich die jetzt nach. Das Gerät, den Controller 4 von Nautinext, den hat mir Peter kostenlos für das Video zur Verfügung gestellt. Trotzdem, alles, was ich sage, entspricht meiner Erfahrung und entspricht meiner Wahrheit. Der Controller, so wie du ihn gesehen hast im Video, samt der 2 Fernbedienungen, kostet übrigens circa ein bisschen mehr als 300 €. Ich finde das wirklich günstig für das, was er leistet. Und vergleichbare Geräte, zum Beispiel Raymarine, die liegen bei 1200 bis 1500 €, also der Faktor 4 bis 5. Und weil ich von einem Segler weiß, der damit schon erfolgreich den Atlantik überquert hat, auch deswegen, weil wir küstennah demnächst unterwegs sind, trotzdem lange Strecken fahren, habe ich mir gedacht, ich probiere es aus. Besser als der alte Autopilot ist er auf jeden Fall. Apropos alter Autopilot, der ST6000 hatte immer den Fehler No Data. Ich habe das in verschiedenen Videos auch schon versucht zu reparieren, habe Ersatzteile getauscht und weil er immer wieder kaputt war, falsche Daten hatte oder damit nicht arbeiten konnte, habe ich ihn dann irgendwann durch einen anderen gebrauchten ST6000 ersetzt. Aber auch der zweite ist innerhalb von 2 Wochen kaputt gegangen und ich stand wieder da. NMEA 2000 habe ich jetzt übrigens noch nicht auf dem neuen Controller angeschlossen. Das liegt daran, ich müsste es verlängern hier zum Steuerstand. Dazu fehlt mir ein Verlängerungskabel. Sobald ich das habe, werde ich das aber machen. Im Moment ist es aber unproblematisch, weil NMEA 0183 ja genauso gut funktioniert. Im Video konntet ihr sehen, dass der Kurs, den der Nautinext anzeigte nach dem Kalibrieren, immer noch falsch war. Der war nicht falsch, sondern es ist eine werksseitige Einstellung, denn an Steuerbord nimmt der immer Norden an. Das ist eine Grundeinstellung. Das heißt, du musst ihm dann einmal danach sagen, anhand des Magnetkompasskurses und der Vergleich zum Nautinext, was der anzeigt, dann musst du die Differenz ausrechnen. Das gibst du dem Nautinext einmal und in Zukunft ist Norden da, wo es hingehört und du kannst ganz beruhigt fahren. Du siehst, dass die ersten Ergebnisse positiv waren und wenn ihr aufgepasst habt, ich bin mittlerweile am anderen Ort. Ich habe also weitere Erfahrungen gesammelt für den Autopiloten. Die wird es auch gesammelt in einem mindestens 500 Meilen Review geben. Die sind bald voll und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass ich euch das auch bald nachliefern kann. Wenn du wissen willst, wie das mit dem Autopilot weitergeht, ob ich damit zufrieden bin, wie meine Erfahrungen waren, welche Details ich dir noch mitgeben kann, dann solltest du den Kanal unbedingt abonnieren. Der Kompass ist also jetzt eingestellt, das Gyroskop ist eingestellt und der Autopilot funktioniert einwandfrei. Und das sowohl über die App als auch über die Scheckkartenbedienung. Es wird auch in absehbarer Zeit ein Bedienfeld dazu geben. Das war, als ich getestet habe, noch nicht verfügbar, kommt aber in den nächsten Wochen raus und ich bin sehr gespannt darauf. Bis hierher kann ich aber sagen, der Autopilot ist leicht zu installieren, er ist klein und leicht und macht wirklich einen super Eindruck. Und du wirst deine Installation sehr, sehr schnell damit hinbekommen. Wenn dir das Video bis hierher gefallen hat, dann hinterlass mir bitte ein Like und ein Abo. Jederzeit auch einen Kommentar, was dir aufgefallen ist. Schreib es mir gerne rein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir auch das Video an.